Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und anlässlich zum 13. Geburtstag von Shakes and Fidget und jetzt auch passend zum Legendary Dungeon gibt es auch wieder pünktlich einen Code für euch, den ihr einlösen könnt und den ihr per Rundmail sehr gerne eurer Gilde auch mitteilen könnt. Ja, das macht ihr hier. Und dann schreibt ihr hier den Code rein. Ne? Und ja, das Ganze wird heißen Dorza-B-Day. Dieser Code gibt euch insgesamt 25 Pilze und 125 Lucky Coins. Ja, das ist doch ganz nice. Kann jeder einlösen, soweit ich weiß. Ist serverweit auf jedem Server ab jeder Stufe, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ihr müsst es mal ausprobieren. Ja, und das Ganze ist kostenlos und wie gesagt, könnt ihr sehr, sehr gerne nutzen. Würde mich auf jeden Fall supporten. Ja, und das Ganze geht natürlich hier oben wieder über das Pluszeichen auf Coupon und dann Dorza-B-Day und dann könnt ihr den Code benutzen. Der Code ist jetzt bei mir noch nicht ready, aber der wird ready sein. Und ich denke mal, das ist ganz nice. Ne, 25 Pilze haben oder nicht haben, ne? Dann noch 125 Lucky Coins, ist, denke ich mal, ganz cool. So, das auf jeden Fall dazu, der Code von mir für euch zum Geburtstag. Viel Spaß wünsche ich euch damit, ja? Gebt nicht die ganzen Pilze auf einmal aus. So, ansonsten seht ihr schon, mein Inventar ist voll bis oben hin mit Epics. Wir waren gestern natürlich im Legendary Dungeon drinne und haben, weil der ja schon auf S1 und S31 schon lief, haben wir gestern schon ordentlich reingegrindet. Wer das verpasst haben sollte, kann sich gerne den Livestream von gestern nochmal anschauen. Der ging, glaube ich, 8,5 Stunden. Viel Spaß damit. Ja, und wir haben alle neuen legendären Items gefunden. Ja, die Performance auf S31 ist wirklich außerordentlich gut. Skillpunkte gehen nicht mehr flöten. Die Goldgrube holt auch tatsächlich das Gold ab. Und performancemäßig gibt es hier jetzt erstmal so nichts weiter großartig auszusetzen. Es läuft alles so, wie es soll. Ne? Das ist ziemlich nice. Ja? Ansonsten zeige ich euch noch gleich meine Statistiken, was wir geschafft haben bisher im Dungeon. Nächstes Wochenende ist Hexen-Event, deswegen empfehle ich euch noch zu warten mit dem legendären Dungeon. Bei mir ging es jetzt zeitlich nicht anders, aber ich empfehle euch erst nächstes Wochenende den legendären Dungeon zu spielen, weil ihr dann halt eben noch das Hexen-Event mitnehmen könnt und dort habt ihr halt eben nochmal, da könnt ihr eben nochmal die ganzen Items eben gleich zur Hexe bringen und diese dort verwerten. Ja. Ansonsten die 3 neuen Items zeige ich euch jetzt mal kurz. Und zwar ist das hier, sind das einmal die Schuhe. Alte Drachenlatschen sind gemütlicher, als sie aussehen. Dann einmal hier der Nierenstein der Finsternis. Sammelt die Seelen deiner besiegten Gegner. Auch sehr, sehr cool. Und die schwebenden Kristalle, der Effekt dieser Kristalle ist schon seit Generationen umstritten. Ja, ich finde, muss ich sagen, die neuen Items ziemlich cool designt. Vor allen Dingen die schwebenden Kristalle haben es mir angetan. Das muss ich sagen, ist mit mein Lieblings-Item von den Extras, die es hier gibt. Vorher war es, glaube ich, ja, weiß ich gar nicht, schwer zu sagen. Auf jeden Fall kommt hier von den Items nichts an die schwebenden Kristalle ran. Ist absolut mein Lieblings-Item auf diesem Slot. Ansonsten den Ring finde ich auch ziemlich nice designt. Die 2 Items, die musste ich mir, also das sind jetzt nicht die legendären Items, die ich aus dem Leggy Dungeon geholt habe, sondern die habe ich einfach nur per Aussehen quasi verändert. Das sind noch alles die Items vom letzten Leggy Dungeon, weil ich seit dem letzten legendären Dungeon ja gerade mal 7 Level gemacht habe in der Zeit. Mehr ist ja nicht zusammengekommen, ne? Und das geht ja relativ langsam und die Stat-Punkte sind jetzt nicht großartig besser. Ihr seht das, die sind 10 Stat-Punkte besser. Das macht kaum einen Unterschied. Deswegen habe ich hier bisher auch nur für die neuen Items und noch ein bisschen Goldgefarme die Dungeon Runs gespielt. Ansonsten lohnt sich das für mich natürlich eher nicht. Vor Stufe 650 werde ich mich hier nicht neu equippen. Vielleicht sogar,
werde ich noch ein bisschen länger warten, ja. Ansonsten habe ich viele Epics gesammelt natürlich, geht ja relativ schnell, werde die dann auch die Tage natürlich zerlegen. Und jetzt kommen wir kurz nochmal zu meinen Statistiken. Ja, ein neuer Tag ist angebrochen. Und zwar, ja, sieht es bisher so aus, wir haben gestern im Stream 16 Runs gemacht, knapp 600 Monster besiegt, 84 Epics bekommen. Ja, ich hatte ein paar Runs, wo ich nur einmal gestorben bin. Ich hatte sogar einen Run gehabt, da wäre ich fast Zero durchgekommen, aber sollte nicht sein. Ja. Und wir haben innerhalb von den 16 Runs knapp 3,2 Milliarden Gold gefarmt. Das finde ich recht viel tatsächlich. Für 16 Runs ist das schon relativ viel. Gefühlt zumindest im Vergleich zu vorher. Aber ich glaube, ab jetzt lohnt es sich nicht mehr großartig weiter die Runs zu machen, weil ich jetzt die letzten 2 Runs schon gemerkt habe, dass da langsam die Luft raus ist, dass immer mehr Kisten keine Belohnung mehr bringen und diesbezüglich es sich auch nicht lohnt, hier noch großartig weiter durchzupilzen für Gold. Also ja, der Debuff bzw. der Nerf, dass umso mehr Dungeons ihr spielt, Legendary Dungeons Runs ihr macht, umso weniger Gold bekommt ihr. Das macht sich nachher ab Etage bzw. ab Run 15 schon stark bemerkbar. Viel mehr braucht man, wenn man jetzt Gold farmen will, nicht machen als 15 Runs, würde ich so empfehlen. Ne? Ansonsten, wenn euch natürlich Items fehlen oder so, müsst ihr natürlich mehr machen. Ja, ist natürlich klar. Hätte mir jetzt hier noch was gefehlt, hätte ich auch noch mehr gemacht. Ich hatte auch noch die Brille bekommen, hier die Klobrille, die hatte mir vom letzten Jahr noch gefehlt. Und jetzt bin ich itemtechnisch auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Ich habe alle Items. Ist ja auch irgendwo wichtig für die legendären Gems aus der Mine, ne? Dass da auch ein bisschen die Quote aufrechterhalten wird, auch wenn es nachher kaum einen Unterschied macht. Ja, hier können wir zum Beispiel schon mal wieder ein Item loswerden hier. Gegenstand zerlegen. Warum kann ich das noch nicht machen heute hier? Hallo? Wo ist denn hier der Gegenstand zerlegen? Geht nicht. Heute nicht mehr? Hä? Wir haben es jetzt gerade 0:04 Uhr und ich kann den Gegenstand nicht zerlegen. Ich habe hier heute noch nichts gemacht, ihr habt es gesehen. Vielleicht wird das noch geresettet, aber das ist ja ein bisschen komisch tatsächlich. Naja, auf jeden Fall das dazu. Ich werde natürlich auch noch die anderen Server ein bisschen spielen und da ein paar Runs machen. Wahrscheinlich nicht so viele wie auf meinem Main. Vielleicht machen wir nächstes Wochenende nochmal einen Stream. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Das werde ich dann noch ankündigen, wenn es denn soweit sein sollte. Bezüglich des Leggy Dungeons, dass wir da vielleicht nochmal die eine oder andere Etage durchgrinden. Weil ja, der Stream gestern hat mir natürlich auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja immer, und dann hat man ja auch immer ein bisschen was zum Zeigen, das ist ganz nice. Und ja, okay, die Pet-Kämpfe sind hier auch noch nicht geresettet. Ich hoffe mal, das wird noch. Zumindest funktioniert das Glücksrad, ja. Keine Ahnung, ob hier jetzt noch was dran gemacht wird oder so. Auf jeden Fall kann ich den Schmied nicht nutzen. Und, okay, gut, das haben wir. Ist jetzt der Schmied vielleicht auch geresettet? Kann ich den jetzt hier, jetzt kann ich auch Gegenstände. Gut, funktioniert jetzt alles, ja. Aussehen ändern, wer sich fragt, wofür ich das mache, um mehr Kristalle zu bekommen. Ne, Beispiel, das bringt mir jetzt 2000 Kristalle. Für 10 Pilze kann ich das Aussehen ändern. Wenn ich das in diesen Ring umändere, gibt er 3800. Sind 1800 mehr Kristalle für 10 Pilze. Muss man gucken, ob sich das lohnt für einen selbst. Das müsst ihr selbst entscheiden. Ne? Die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Aber auf meinen Main möchte ich alles so perfekt wie möglich spielen. Und ja, da gehört halt eben das auch mit dazu. Ne, dass hier das maximale Kristall-Outcome aus den Items hier auch rausgezogen wird. Und dazu heißt es halt auch eben, eben ein paar Pilze benutzen. Ne? Das ist, das muss man eben mal. Gut, wir haben es ja jetzt hier Schmiede-Event wieder, also Fest der Festung ist das, glaube ich, oder? Ne, nicht Fest der Festung, was laber ich?
Ah ja, gar kein Event. Gut. Schade, Marmelade. Tag des heißen Eisens. Hier, das meinte ich doch. Wo man 15 Zerlegpunkte pro Tag hat. Das ist natürlich sehr nützlich. In Kombination mit den Leggy Dungeon ist es fast unumgänglich, würde ich mal so sagen. Weil man da natürlich so viele Epics bekommt. Die will man natürlich auch nicht alle wegschmeißen, sondern die will man zerlegen für die Ressourcen. Ne? Und deswegen auch ganz wichtig, dass wir das hier auch wieder am Start haben. Damit können wir ein paar Plätze gut machen. Jo, so viel auf jeden Fall dazu. Ansonsten warte ich auch noch. Ich habe hier noch eine komplette Seite voll mit legendären Items. Da warte ich aber bis nächstes Wochenende mit dem Verkaufen, weil die geben mir hier alle 10 Millionen natürlich. Geben mir die dann alle doppelt so viel, wenn Hexen-Event ist. Deswegen warte ich noch einen kleinen Moment. Dann kann man die dann auch nochmal für ein bisschen besser, ein bisschen mehr Gold dann auch noch verkaufen. Dadurch, dass ich halt jetzt eben die Gewissheit habe, dass die Skillpunkte hier auch so regulär, wie es sein soll, hier auch ankommen, bin ich ganz froh auf jeden Fall und beruhigt, dass das auch wieder funktioniert, so wie es soll. Ja, gut, Leute. Ansonsten, jetzt, wenn ihr das Video gerade sehen solltet, bin ich wahrscheinlich schon irgendwo unterwegs zum Campen. Da könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da wird es einige Stories geben. Ein Vlog kommt da wahrscheinlich auch bei rum. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Morgen kommt ein sehr interessantes Video. Morgen sind wir vielleicht auch live vom Campingplatz aus. Da müssen wir mal schauen. Müsst ihr mal drauf achten auf YouTube, wenn ihr eine Benachrichtigung bekommt. Da empfiehlt es sich natürlich hier den Kanal zu abonnieren bzw. die Glocke zu aktivieren, um die Benachrichtigung zu bekommen, dass ich live bin. Und ja, da muss man mal schauen, wann das passiert. Das kann ich euch nicht genau sagen. Ansonsten kommt morgen noch ein sehr spezielles Video, was ich vorproduziert habe, was sich schon lange gewünscht worden ist. Zumindest auf Instagram per Umfrage, ja, und da solltet ihr eventuell auch vorbeischauen, wenn euch das Ganze interessiert. Okay, Leute, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Code bzw. mit dem Legendary Dungeon. Ja, grindet ordentlich durch. Ich wünsche euch da viel Erfolg und Glück, dass ihr da auch eure Items bekommt, die ihr noch benötigt. Und das war es soweit von mir. Alles Gute, soweit wünsche ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.